Unbekanntes Südafrika. Wo ist es hier eigentlich am schönsten? Meine ganz persönliche Empfehlung. Ich habe mein Herz an Bulungula verloren. Die Wild Coast befindet sich im Eastern Cape. Und zwar hinter der Stadt East London und geht bis Port Edward. Bulungula ist weit ab vom Schuss. Es ist nicht ganz einfach, mit dem Wagen dahin zu kommen. Man braucht sehr lange. Aber wenn man dort angekommen ist, dann möchte man dort auch bleiben. Es ist traumhaft schön, direkt am Meer. Es leben hier mal gerade in dem Dorf 300 Menschen. Alle zuvorkommend, alle freundlich, alle hilfsbereit. Kriminalität ist bei 0. Wenn ich sage 0, dann meine ich auch 0. Das ganze System an der Wild Coast ist komplett anders aufgebaut als in den Städten. Hier gibt es einen Vorsitzenden, der hat das Sagen. Es gibt hier keine Polizei, die irgendwie eingreifen kann. Die nächste Polizei ist, glaube ich, 3 Stunden entfernt. Deswegen gibt es ein Oberhaupt und der regelt alle Probleme. Und es gibt keine Kriminalität in diesem Abschnitt. In den Städten um Tata ist es anders, aber sobald man von dieser Hauptroute abweicht, findet man 0 Kriminalität. Zum Beispiel, ich habe nie das Auto abgeschlossen. Ich habe nie meine Unterkunft abgeschlossen. Meine Wertsachen waren in der Unterkunft. Ich habe nie ein schlechtes Gefühl gehabt. Ich bin dort wandern gegangen. Ich bin spazieren gegangen. Und wirklich, es ist einfach total sicher. Nun, aber was macht Bulungula so einzigartig? Das sind für mich einmal ganz klar die Natur, die Lage und es sind natürlich auch für mich die Menschen. Wie gesagt, sind fantastisch und es gibt da so kleine Unterkünfte, die sind einfach toll und man kann stundenlang am Strand spazieren gehen und man kann sich mit den Leuten unterhalten und man kann so viele Aktivitäten unternehmen. Das ist auf dem Fluss paddeln. Man kann die Ortschaft erkunden. Man kann einen Kurs über Heilpflanzmittel belegen. Man wird massiert am Strand. Man kann Brot backen. Man sitzt abends am Lagerfeuer und unterhält sich mit den anderen Reisenden. Es ist nicht so luxuriös. Eigentlich nicht wirklich. Es gibt Gemeinschaftstoiletten, Gemeinschaftsduschen. Aber dies Drumherum macht es. Ich war da zweimal eine Woche und das war immer noch viel zu kurz. An der Wild Coast geht es dann weiter und zwar, wenn man fahren möchte, man kann nicht direkt an der Küste lang fahren, sondern man muss wieder Landesinneren rein und dann wieder zum Meer raus. Das sind wirklich immer so 1 Stunde, 1,5 Stunden für irgendwie 30 Kilometer. Das ist schon anstrengend, aber wenn man dort angekommen ist, ist es einfach wunderschön. Ganz in der Nähe von Bulungula war ich dann in White Lubanzi. White Lubanzi ist eigentlich auch eine ganz tolle Unterkunft, direkt am Meer gelegen. Und man kann hier so wunderschön wandern gehen. Da habe ich mir dann einen Guide genommen und bin zum Hole in the Wall gelaufen. Das sind irgendwie 5 Kilometer gewesen. Man war 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück. Und ich sag mal, dieses Hole in the Wall, das kannte ich damals noch von den Reisebüros. Die hatten immer ein Poster hängen, da war dieses Hole in the Wall drauf. Also das weiß ich noch wie gestern. Und wenn man das denn wirklich in der Natur sieht, das ist unglaublich. Und ich habe hier mal ein paar Aufnahmen gemacht. Schaut einfach mal rein. Es ist wirklich schön. Dort war ich dann auch ein paar Tage in White Lubanzi. Und danach bin ich weiter am Coffee Bay vorbeigefahren, auch in der Nähe vom Hole in the Wall, zum Umdumbi. Coffee Bay hat mir jetzt nicht so gefallen, schon relativ touristisch, kleine Hippie-Stadt. War dort eine Kleinigkeit essen, ist toll, ist nett, aber halt, ich wollte halt weiterfahren und zwar nach Umdumbi. Umdumbi ist auch eine Unterkunft, die gar nicht so weit weg von Coffee Bay ist. Man kann am Strand laufen, ich glaube, da war ich damals auch 2 Stunden unterwegs, direkt am Strand. Man musste mit einer kleinen Fähre übersetzen und bin dorthin gelaufen und auch total nett und schön. Die
Leider bin ich noch nicht weitergekommen und ich werde es versuchen, aber wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, werde ich immer im Bolungala hängen bleiben, weil ich mich da einfach sauwohl fühle. Aber was ich eigentlich sagen möchte, Südafrika oder gerade Leute, die schon öfter in Südafrika waren und die vielleicht das erste, zweite, dritte, vierte Mal an der Gardenroute lang gefahren sind, fangt an, Südafrika zu entdecken. Südafrika hat so viel zu bieten, sowohl von der Kultur, auch von den Menschen oder von der Natur. Macht es. Seid offen, fahrt herum und ihr werdet eure Erfahrung machen, wie traumhaft dieses Land einfach ist. Nicht nur die Natur, nicht nur die Tiere, sondern auch ganz klar die Menschen. Und ich finde es immer wieder fantastisch. Wie gesagt, ich bin ein absoluter Wild Coast Fan. Das werde ich auch immer bleiben. Aber es gibt noch viel mehr zu sehen. Da sind die Drakensberge, das ist die Panorama-Route, da sind eine Karoo, New Bethesda. Die Liste ist ganz lang und ich kann nur sagen, entdeckt einfach Südafrika. Das war's erstmal. Tschüss, euer Olaf.